Der elende Papierkram. Wie bekommt man die ganze Dokumentenflut, die einem entweder in Papierform oder elektronisch per E-Mail ins Haus flattert, unter Kontrolle? Und vor allem, wie finde ich das richtige Dokument mit den richtigen Informationen, die ich gerade suche? Ich habe mich entschlossen, mein Heimbüro papierlos zu gestalten und alles nur noch elektronisch abzulegen. Was ich dazu brauche? Ein NAS, ein Multifunktionsdrucker, ein Smartphone und natürlich Paperless NGX. Ihr wollt wissen, wie ich das mache? Dann bleibt dran. Nach dem Intro, dann machen wir weiter. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus & Technik. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wer kennt das nicht? Der ganze Papierkram, ne? Alle Dokumente, die per Post hier in Papierform reinfliegen, das alles, was noch per E-Mail sonst noch in den E-Mail-Postfächern aufläuft. Und da soll noch einer den Überblick behalten, wo jetzt welche Information in welchem Dokument wirklich steht und vor allen Dingen, wo man das Ding dann auch noch findet. Ich habe mir dieses Problem vom Hals geschaffen und zwar bin ich auf das papierlose Büro umgestiegen und zwar mit Hilfe von Paperless NGX. Bevor wir jetzt starten, also ich gehe jetzt hier in diesem Video nicht explizit nicht auf die Installation von Paperless NGX ein, da ich euch hier vorstellen möchte, wie ich Paperless NGX nutze und welche Vorteile mir das bietet. Wenn ihr gerne ein separates Video dazu haben möchtet, wie ich Paperless NGX hier bei mir installiert habe, wie ich das eingerichtet habe, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentarfelder, dann schauen wir mal, was ich da machen kann. Ja, fangen wir mit meinem Hardware-Setup einfach mal an für das papierlose Büro hier mit Paperless NGX. Also die Basis dafür ist mein Synology NAS. Das ist aktuell eine DiskStation, DS920 Plus. Auf dem läuft der Container Manager quasi als Docker-Nachfolger. In diesem Container Manager läuft dann eben die Paperless NGX-Applikation und hier werden alle Dokumente inklusive der Metadaten und alles, was benötigt wird, entsprechend gespeichert. Das Ganze lässt sich natürlich auch auf einem Ugreen, einem QNAP oder einem anderen NAS entsprechend aufsetzen. Voraussetzung ist, dass entweder Docker oder eine adäquate Applikation auf diesem NAS läuft, wie zum Beispiel bei der Synology, der Container Manager. Ja, dazu habe ich dann noch einen ganz normalen Multifunktionsdrucker, der mir als Dokumentenscanner dient. Ne? In meinem Fall hier ist das ein Epson Workforce Pro WF4830. Das kann aber auch ein Gerät von HP, von Brother oder einem anderen Hersteller sein. Da kommt es definitiv nicht drauf an. Was bei dem Scanner wichtig ist, ist eben, dass der zum Beispiel Duplex-Scan entsprechend beherrscht. Ansonsten dreht ihr jedes Blatt jeweils um. Ne? Das ist dann eher kontraproduktiv. Und er sollte natürlich eine Möglichkeit besitzen, Dokumente in ein externes Verzeichnis entsprechend zu scannen. Ja, des Weiteren, und das ist optional, macht aber für mich definitiv Sinn, ist die Paperless Mobile App auf meinen Android-Geräten, wie zum Beispiel Smartphone oder auch dem Tablet. Hier kann ich mobil im eigenen Netz oder im Zweifel über VPN auf alle meine Dokumente zugreifen und ich habe zusätzlich die Möglichkeit, auch Dokumente per Foto entsprechend zu scannen und dann auch hochzuladen. So viel ich weiß, ist diese App aber nur für Android-Geräte verfügbar. Das heißt also bei iOS, da müsste man nochmal googeln. Es soll da Alternativen geben, da habe ich aber keine Erfahrung mit. Ja, kommen wir zu dem Punkt, wie bekomme ich eigentlich meine Dokumente in das System? Und hier gibt es maßgeblich 4 Methoden, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ja, die Methode Nummer 1 ist da der klassische manuelle Vorgang, also per Drag and Drop zum Beispiel oder über Datei auswählen, einzelne Dokumente direkt einzulesen. Das bietet sich hier an für einseitige oder mehrseitige Dokumente, die zum Beispiel schon auf eurem PC vorhanden sind. Ja, die Methode Nummer 2 ist der Scan von Dokumenten über meinen Epson-Printer. Dieser Weg bietet sich an für ein- oder mehrseitige Dokumente, die einfach in Papierform hier vorliegen. Ja, die nächste Methode ist da die Nummer 3 und das ist das Abfotografieren von Dokumenten über die Mobile-App. Ne? Allerdings muss man hier dazu sagen, mehrseitige Dokumente empfehlen sich hier nicht. Das funktioniert zwar, ist aber natürlich relativ aufwendig. Per App können natürlich auch Dokumente hochgeladen werden, die auf dem Mobile Device zum Beispiel schon vorhanden sind. Dabei spielt es dann auch keine Rolle, ob die ein- oder mehrseitig sind.
Ja, die vierte und auch letzte Methode ist der Upload per E-Mail. Also bei dieser Methode wird ein definierter Ordner, zum Beispiel Inbox oder ein anderer festzulegender Ordner, von Paperless NGX auf den Eingang neuer E-Mails überwacht. Das Setup, wie das stattzufinden hat, wird in Paperless unter E-Mail entsprechend festgelegt und dazu wird zuerst ein Konto definiert, auf dessen E-Mails, also Paperless Zugriff haben soll und im zweiten Schritt das Postfach sowie der Ordner, aus dem diese Dokumente dann extrahiert werden können. Ja, dabei gibt es durchaus mehrere Wege, wie man da zum Ziel gelangt. Also ich habe mir da zum Beispiel eine separate Mailadresse angelegt, die ich als Sammelpostfach entsprechend benutze und die ich manuell aus meinen anderen E-Mail-Postfächern entsprechend speise. Das hat den Hintergrund, dass nicht alle Mails, die ich erhalte, auch relevante Dokumente beinhalten und ich möchte einfach nicht, dass Paperless allen möglichen Mist, der bei mir in das E-Mail-Postfach oder in die E-Mail-Postfächer flattert, einfach als Dokument extrahiert. Also daher mein Umweg über den manuellen Versand von relevanten Mails entsprechend an das Paperless-Postfach, so nenne ich das einfach mal. Ja, so, nun haben wir Dokumente alle hochgeladen und wie sieht das jetzt eigentlich aus in Paperless? Und dafür haben wir uns jetzt einfach mal hier bei mir ins Live-System entsprechend aufgeschaltet. Und das, wo wir als erstes hingelangen, ist halt die Startseite. Und diese Startseite ist dann der Ausgangspunkt, den kann man sich auch selber einrichten. Das heißt also, man ist hier offen mit dem, was man auf der Startseite sehen kann. Ich habe das so eingerichtet, dass ich hier eigentlich 3 Bereiche habe. Das sieht man hier. Einmal den Posteingang. Da befindet sich alles, was ein Tag Posteingang hat. Wie man dieses Tag Posteingang verwendet in den Einstellungen, das ist nochmal ein separates Thema. Wie gesagt, wenn ihr gerne möchtet, dass ich euch zu den Basiseinstellungen auch von Paperless dazu nochmal ein Video mache, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich das gerne, können wir dann schauen. Aber da würde ich jetzt nicht drauf eingehen, das führt alles viel zu weit. Also wie gesagt, ich habe hier das Tag Posteingang und das möchte ich natürlich gerne sehen. Das heißt, das sind alle frischen Dokumente, die ich noch nicht in Paperless verarbeitet habe. Dann habe ich noch einen entsprechenden Bereich, der heißt To Do. Da befindet sich eigentlich alles, was ich aus dem Posteingang schon mal rausgenommen habe, wo ich aber nicht ganz sicher bin, wo ich sage, na, da muss ich noch mal dran. Die habe ich dann als To Do gekennzeichnet und da gibt es noch einen Bereich, der heißt Kann weg. Heißt also, da bin ich mir relativ sicher, dass ich das nicht mehr brauche. Das wird entsprechend gekennzeichnet. Dann tauchen die hier bei dem Kann weg auf. Das ist aber ein Bereich, da habe ich die noch nicht ganz gelöscht, aber die sind zum Löschen freigegeben, sagen wir es mal so. Ja, weiterhin findet man hier natürlich die ganzen Statistiken. Das heißt also, hier wird gezeigt, wie viele Dokumente habe ich noch im Posteingang, wie viele Dokumente habe ich insgesamt schon hochgeladen. Also man sieht, also ich bin bei 453. Ich habe zwar hinter mir noch eine ganze Menge an Ordnern stehen, aber 453 habe ich schon mal. Es geht um Zeichen, es geht um welche Dateiformate, PDF oder zum Beispiel JPEG. Es geht darum, wie viel Text habe ich angelegt, wie viele Korrespondenten, Dokumententypen und Speicherpfade. Das gucken wir uns alles gleich noch an und welche Hinweise oder beziehungsweise welche Empfehlungen ich da entsprechend für euch habe. So, und hier befindet sich auch der Bereich, den wir gerade schon mal hatten, neue Dokumente hochladen. Ne? Also ich kann also die Dokumente einfach hier auf diesen Bildschirm ziehen oder aber ich kann sagen, hier unten gibt es noch so ein Ding, dann geht ein Fenster auf und dann kann ich entsprechend auswählen, welche Dokumente ich hochladen möchte. So, wenn wir dann auf die Dokumente hier gehen, dann finden wir eine Seite vor, wo uns alle Dokumente oder alle verfügbaren Dokumente entsprechend aufgelistet werden. Hier gibt es dann auch die Möglichkeit, also das kann auch angepasst werden. Ich habe jetzt hier so eine Kacheldarstellung gewählt. Man kann das als Liste in klein, Liste in groß. Man kann das also entsprechend anpassen, wie man das gerne hätte. Ich fand die Kachel ganz nett, weil dann sehe ich zumindest schon mal, um was es geht oder sehe grob das Layout des Dokumentes, habe ich dann schon eine Idee, was sich dahinter verbirgt. So, hier kann natürlich auch gesucht werden. Ne? Also hier habe ich die Möglichkeiten Titel, Inhalt, ich kann nach Titel suchen, ich kann benutzerdefinierte Felder, ich kann erweiterte Suche. Also hier ich komme eigentlich mit Titel und Inhalt eigentlich immer gut zurecht, weil der Inhalt auch bedeutet, ich habe ja meine Metadaten dahinter. Ne? Also wenn ich irgendein Stichwort suche, komme ich damit relativ gut zurande. So, ich habe hier natürlich auch die Möglichkeit, schon vorzufiltern. Ich kann sagen, ich kann nach Text filtern, ich kann nach Korrespondent filtern, ich kann nach Dokumententyp filtern, Speicherpfad, also alles, was das Herz begehrt und kann natürlich hier auch sagen, Filter wieder zurücksetzen. Alles das ist hier schon möglich. Es kann sortiert werden, ich kann meine Ansicht anpassen. Wie gesagt, hier finde ich alles, beziehungsweise hier finde ich alle meine Dokumente in der Form, einfach als Liste, als zusammengewürfelt, wie auch immer. Hier ist alles.
Ja, gehen wir weiter und kommen wir jetzt zu der Verwaltung und jetzt wird es eigentlich ein bisschen interessanter. Und wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel die Korrespondenten anschauen, ich habe das natürlich hier so ein bisschen ausgegraut, weil da natürlich auch das eine andere ein bisschen privat dahinter ist. Aber grundsätzlich findet man jetzt hier zum Beispiel alle Korrespondenten und den Korrespondenten kann man natürlich auch beim Anlegen eines neuen Dokumentes entsprechend noch nachpflegen. Aber ich würde aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehlen, also hier unter Umständen nicht jeden einzelnen Korrespondenten detailliert zu erfassen, sondern vielleicht nur die Korrespondenten, mit denen man es häufiger zu tun hat. Wenn ihr also eine bestimmte Versicherung habt, die euch regelmäßig Informationen, Dokumente schickt, dann legt man diese Versicherung natürlich mit dem Klarnamen an. Vielleicht noch sonst ein paar Infos zu den Dokumenten mit dabei. Und dann funktioniert das schon. Wenn ihr allerdings etwas habt, ich sage jetzt einfach mal irgendwie Handwerker, die ihr in eurer Wohnung, in eurem Haus habt und da kommt jedes Mal ein anderer, da kann man sich jetzt noch überlegen, naja, mache ich das noch Anstreicher oder nenne ich den nur Handwerker oder sage ich Elektriker? Da kommt jedes Mal vielleicht eine andere Firma und muss ich diese Firma jedes Mal mit dem Klarnamen anlegen? Hilft mir das? Deswegen habe ich für mich dann gesagt, bestimmte Sachen lege ich eher generisch an und andere, wo ich relativ viel auch Korrespondenz mit habe, die lege ich dann auch wirklich detailliert mit einem Klarnamen an. Ja, gehen wir zu den Tags und auch bei den Tags bin ich relativ sparsam mit umgegangen. Da ist aber die Idee, hat da vielleicht jeder anders. Also ich halte die Tags jetzt für nicht wirklich relevant. Das ist, wie gesagt, eine Geschmackssache und ich habe mich da jetzt auf die wirklich wichtigen beschränkt. Man sieht jetzt hier ein paar mehr, die werde ich aber noch später entfernen. Also die wirklich wichtigen Tags sind natürlich das ganze Thema Inbox, weil darüber steuere ich, wo die Dokumente entsprechend, ob die auf meiner Startseite gezeigt werden. Und dann habe ich natürlich das ganze Thema, dass ich gesagt habe, ich habe noch mein To-Do. Ne? Da habe ich einen Tag gesetzt und ich habe das Tag zum Beispiel für kann weg. Ich habe aber auch einen Tag, wo ich sage, das ist per E-Mail reingekommen. Das heißt also, da habe ich dann eine ungefähre Idee, ist das mal etwas gewesen, was in Papierform hier aufgeschlagen ist oder ist das direkt schon elektronisch per Mail gekommen, für den Fall, dass man vielleicht mal irgendwann ein Original sucht. Aber wer meint, er möchte gerne strukturiert seine Dokumente auch sortieren oder auch strukturiert darstellen, der kann sich natürlich hier mit den Tags auch entsprechend austoben. Ja, kommen wir zu den Dokumententypen. Und auch hier rate ich eher so ein bisschen zur Zurückhaltung, weil am Ende des Tages müsst ihr, wenn das System nicht automatisch schon vorschlägt, müsst ihr das aus so einem Dropdown-Menü auswählen und dann wird das relativ schnell unübersichtlich, wenn man da, weiß ich nicht, so eine ganze Liste von Möglichkeiten hat. Aber wie gesagt, ist auch eine Geschmackssache. Wie gesagt, ich habe versucht, mich da ein bisschen zurückzuhalten, habe mich auf die relevanten beschränkt. Was ihr davon als sinnvoll oder weniger sinnvoll achtet, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Aber starten kann man zum Beispiel bei den üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Verträge, Bescheide oder Rechnungen und so weiter. Und das kann natürlich alles bei Bedarf ergänzt werden. Also wenn ihr ein neues Dokument einladet und seid dann in der Bearbeitungsmaske, könnt ihr natürlich auch sagen, das hatte ich bislang noch nicht, dafür muss ich jetzt noch einen neuen Dokumententyp vergeben. Alles gut. Ist alles machbar. Überhaupt kein Stress. Ja, bei den Speicherpfaden, da habe ich ein bisschen was gemacht, aber bei den Speicherpfaden ist es so, da streiten sich halt auch so ein bisschen die Gelehrten, wie sinnvoll Speicherpfade sind oder eben auch nicht. Grundsätzlich benötigt Paperless keine besonderen Speicherpfade, also zumindest nicht für einzelne Dokumente. Aber diese könnten natürlich sinnvoll werden, wenn man seine Dokumente irgendwann mal auch ohne Paperless durchsuchen muss oder will. Und dann erscheint es vielleicht durchaus vorteilhaft, wenn man schon mal ein bisschen strukturiert hat und wenn man diese auch eindeutig benannt und kategorisiert entsprechend abgelegt hat. Ich habe das zu einem gewissen Grad gemacht, zumindest grob gerastert. Das ist halt auch nur zur Sicherheit.
Ja, dann gibt's hier noch benutzerdefinierte Felder und Arbeitsabläufe, also die sogenannten Workflows. Die habe ich bislang noch nicht in Gebrauch. Ich habe zum Beispiel mit den Workflows auch schon mal ein bisschen rumgespielt. Da lässt sich das eine oder andere noch machen. Da bin ich auch noch nicht ganz am Ende. Das kann auch mit der Anzahl der Dokumente, die vielleicht auch zukünftig zunimmt oder nicht nur vielleicht, ich habe ja noch da so ein paar Ordner vor mir, kann sich da durchaus ändern. Paperless erweitert auch seine Funktionalitäten. Ich bin noch auf einer relativ alten Version. Da gibt's auch noch demnächst noch ein Update, was ich noch machen muss. Und dann schaue ich da auch mal weiter, was sich da vielleicht auch an weiteren Funktionalitäten noch ergeben hat. Ja, wenn man natürlich Dokumente sucht, dann sind wir natürlich hier bei den Dokumenten, ne, wo wir gerade schon mal waren. Da sind wir natürlich dann absolut richtig. Ne? Hier kann ich dann alles suchen, was ich gerne möchte. Kann man ja einfach mal was eingeben. Ich sage jetzt einfach mal, ich suche hier nach Arzt und dann kommt jetzt hier alles, was irgendwie mit Arzt zu tun hat, wo das Wort Arzt drin auftaucht. Ne? Er sagt jetzt hier 12 Dokumente gefiltert. Ich habe die jetzt natürlich so ein bisschen ausgegraut, damit so ein paar persönliche Daten hier nicht auftauchen. Aber grundsätzlich lässt sich das damit machen. Ja, das Ganze geht natürlich auch mit der Mobile-App. Ne? Ich spiele euch da noch ein kurzes Video zu ein. Bei der Mobile-App empfehle ich aber aus Sicherheitsgründen, diese nur intern im Netzwerk oder wenn von extern dann nur über VPN zu nutzen. Die Entscheidung müsst ihr natürlich für sich selber treffen, aber mir reicht das völlig aus. Also bei mir ist die Mobile-App oder bin ich mit der Mobile-App nicht von extern, also übers Internet. Entsprechend kann ich nicht auf mein Paperless hier NGX zugreifen. Ja, kommen wir zum Thema, was auch nicht unwichtig ist oder relativ wichtig auch ist, wenn man das alles papierlos macht und alles elektronisch vorhält. Man muss sich natürlich auch über die Sicherheit seiner Daten oder auch die Sicherung seiner Daten vor allen Dingen auch Gedanken machen. Und ich habe euch mal hier eingeblendet, wie ich das mache. Ich nutze die Synology-Applikation Hyper Backup dafür und ich sichere darüber täglich alle relevanten Daten, Verzeichnisse, die Datenbank und so weiter, was Paperless da alles erzeugt. Und das wird bei mir auf ein separates Nest beziehungsweise in die Synology C2 Cloud entsprechend hochgeladen. Damit stelle ich also sicher, dass die Dokumente selber, die Datenbank mit den Metadaten, die ich gerade schon genannt habe, aber auch alle Einstellungen von Paperless entsprechend gesichert sind. Das Ganze gehört zu einem Backup-Konzept für mein Heimnetz oder für mein Homelab, wie man heute so schön auf Neudeutsch sagt. Und wen das interessiert, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gern oben im Video selber oder auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne anschauen. Da erkläre ich, wie ich mein Gesamt-Backup-Konzept hier bei mir zu Hause mache. Ja, also wie gesagt, also ich bin mit Paperless bis dato also sehr zufrieden. Die Applikation bietet mir, wie vorgestellt, also vielfältige Möglichkeiten, meine Dokumente hochzuladen und diese zentral zu speichern und zu verwalten. Die Zugriffsmöglichkeiten, die ich hier über den PC sowie auch über meine Mobilgeräte habe, sind gut und erfordern also werden meinen Anforderungen gerecht. Ich habe zwar, wie gesagt, hier noch einiges an Ordnern hinter mir im Schrank stehen, die müssen alle noch digitalisiert werden. Das wird wohl auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber gut, das ist so. Man muss irgendwann mal einen Startpunkt finden. Ne? Ja, und das war es eigentlich auch schon. Das war das, was ich euch zum Thema Paperless NGX und mein papierloses Büro entsprechend vorstellen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht sogar hat euch das Video dabei geholfen, den Schritt vielleicht auch in Richtung Paperless NGX zu machen, wenn ihr euch da mit dem ganzen Thema papierloses Büro entsprechend befasst habt. Vielleicht kommt ihr auch zu dem Ergebnis und sagt, nein, das möchte ich alles nicht. Ist auch völlig okay. Wie gesagt, ich habe den Weg gewählt. Ich finde ihn für mich vorteilhaft. Ich finde ihn für mich positiv. Muss nicht für jeden gelten. Wenn ich euch aber irgendwie helfen konnte, dann freut es mich natürlich. So, und da würde ich mich natürlich auch super freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mir den Daumen rauf da lasst. Das hilft mir, hilft dem Kanal. Und ich sag mal, wenn ihr natürlich gerne wissen möchtet, was ich hier sonst noch alles auf dem Kanal mache, abonniert den Kanal gerne, ist natürlich kostenlos. Ihr dürft die Glocke drücken, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich hier etwas Neues mache. Ansonsten für Fragen, Anregungen, Kommentare, was ihr auch immer auf dem Herzen habt, nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Und ja, damit bleibt mir eigentlich nur noch vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund
und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.